Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um das neueste Sync-Update. Falls noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch, es ist komplett kostenlos für euch. Okay, fangen wir an. Wir haben Ende Oktober, Anfang November 2021, es gibt ein neues Sync-Update in der Version 3.4 und dann 21.265. Kurzer Vorgeschmack für alle, installiert euch diese Version, wenn ihr Probleme mit der Sprachnavigation habt, beziehungsweise mit einem Stottern oder einem Aussetzer in der Audioausgabe der Sprachnavigation. Dann ist genau dieses Update richtig für euch. Es ist nämlich eine neue App sowie neue Sprachdateien. Verlinke ich euch alles wie immer unten in meiner Videobeschreibung, beziehungsweise auf meiner Internetseite findet ihr natürlich auch die Links. Wie üblich, alles auf den Stick packen und installieren. Wie im letzten Video gezeigt, habe ich mein Sync-System gejailbreakt, um Modifikationen installieren zu können. Das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder kennt, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Das gejailbreakte Sync-System wird jetzt also aktualisiert. Die Frage ist natürlich, was passiert? Stick rein, Sync-System aktualisieren, inklusive der Sprachdateien, dauert 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie schnell euer Stick ist. Danach startet das Sync-System neu und alle Modifikationen wie auch der Jailbreak sind gelöscht. Das Sync-System startet also ganz normal. Wir finden einen schwarzen Hintergrundbildschirm vor, weil das Sync-System noch versucht, auf diese eine Datei zuzugreifen, die hier nicht mehr existiert. Deshalb zeigt er einen schwarzen Hintergrundbildschirm an. Können wir allerdings ganz normal unseren Standard-Hintergrund auswählen. Und danach habt ihr ein ganz normales Sync-System ohne irgendwelche Modifikation oder sonst irgendwas. Soweit so gut, beziehungsweise soweit so schlecht. Die Frage ist jetzt, können wir auch ein Update durchführen und uns den Jailbreak beibehalten? Ja, allerdings mit Einschränkungen. Ja, wir können ein Update durchführen, den Jailbreak beibehalten. Allerdings gehen dennoch alle Modifikationen flöten. Sprich, alle Modifikationen, die ihr bisher installiert habt, müsst ihr nochmal installieren. Ihr spart euch also diesen Schritt, um diesen ersten und zweiten Stick installieren zu müssen, wo ihr quasi das System zu einem Neustart zwingen müsst, bevor die Fehlermeldung auftaucht. Da ich jetzt wieder ein System habe ohne Jailbreak, habe ich mein System jetzt hier auf die Schnelle nochmal gejailbreakt. Hat direkt wieder auf Anhieb funktioniert, direkt im ersten Schuss. Ich habe Tastenkombination gedrückt, 2 Sekunden gewartet, den Stick eingesteckt. Danach hat das System seins getan, die Dateien kopiert, hat neu gestartet. Danach habe ich meinen zweiten Stick eingesteckt, wo Daemon und die Mod-Installer installiert werden. Das hat auch wunderbar geklappt. Und nach dieser Installation habe ich dann mal eine kleine optische Änderung durchgeführt, nämlich anstatt irgendeine Modifikation im Sinne von Zusatzfeatures zu installieren, habe ich mir ein neues Theme installiert. Das sieht jetzt zwar sehr, sehr ähnlich aus wie das Originale, gefällt mir allerdings optisch besser. Vielleicht seht ihr sogar nur einen minimalen Unterschied oder auch nicht. Auf jeden Fall, mir gefällt dieses Theme hier deutlich besser. Okay, soweit so gut. Wir haben also unser System wieder aktualisiert, inklusive Jailbreak, inklusive der Möglichkeiten, Modifikationen zu installieren. Jetzt ist die Frage, wie können wir denn generell ein Update durchführen und den Jailbreak beibehalten? Hier habe ich nochmal das Sync-System oder war die Idee, nochmal das Sync-System nochmal zu installieren in der gleichen Version und den Jailbreak beizubehalten. Auch bei mir geht nicht alles glatt. Und ich zeige euch, wie es funktionieren soll, wie es funktionieren wird. Bei mir hat es jetzt leider nicht funktioniert. Ich habe den Grund noch nicht rausgefunden, ist allerdings gar nicht schlimm. Ich zeige euch dennoch, wie die Schritte sind, damit ihr das Ganze nachvollziehen könnt und es bei euch auch anwenden könnt. Sollte es nicht klappen, dann jailbreakt ihr einfach nochmal mit diesem ersten Stick. Wie gesagt, ist keine große Hexerei. Dennoch für diejenigen, die es interessiert, hier mal die Schritte, wie wir denn jetzt unseren Jailbreak beibehalten können und auch aktualisieren können. Im ersten Schritt laden wir uns nochmal das gewünschte Sync runter in der Version, die wir haben wollen. Wir greifen dann auf den USB-Stick zu, wo ihr das Sync-System, was aktualisiert werden soll oder was installiert werden soll, vorfindet und dort öffnet ihr die entsprechende Datei mit einem Texteditor. Ich benutze hier Notepad++ und hier fügt ihr einfach nur am Schluss ein Komma, gefolgt von dem Wort Delay.
und speichert das Ganze ab. Das führt dazu, dass wir, wenn wir das Sync-System installieren, genug Zeit haben, um noch einen zweiten Stick einstecken zu können und diesen installieren zu können. Den zweiten Stick, dazu müsst ihr euch nochmal was runterladen. Das macht ihr auf der fmods-Seite, wie ich euch hier zeige. Ihr geht also auf die Seite, geht aufs Forum, loggt euch halt vorher ein, falls ihr noch nicht eingeloggt seid. Wir gehen in das Sync 3, in die Sync 3 Kategorie, gehen dann auf die Übersicht der verfügbaren Mods und dort gibt es hier diese Kategorie, den Daemon Restore, und den laden wir uns runter, entpacken den und kopieren den dann auf den USB-Stick, auf unseren zweiten USB-Stick. Also das ist der zweite USB-Stick, den wir dann verwenden werden, wenn das Sync-System fertig mit dem Update ist. Dann war meine Idee, nochmal die gleiche Version zu installieren, also die Sync 3.4 21265 habe ich auch durchgeführt, ohne Sprachdateien jetzt, geht also deutlich schneller. Das Sync-System hat also aktualisiert. Ihr könnt den Stick rausziehen, die Meldung wegdrücken und danach stecken wir unseren zweiten Stick ein. Es kommt direkt nach ein paar Sekunden ein neuer Bildschirm. Es kommt der Hinweis mit Warning, Warning und dass in 60 Sekunden das Skript ausgeführt wird. Den Stick einfach drin lassen, einfach die Zeit abwarten. Nach 60 Sekunden folgt dann eine Prozedur, die durchgeführt wird. Wenn das Ganze fertig ist, könnt ihr also das Sync-System neu starten und ihr habt die neueste Version vom Sync-System inklusive dem Jailbreak. Bei mir hatte es aus einem unerklärlichen Grund nicht funktioniert. Wie ihr seht, ich habe einen Fehler erhalten. Dennoch nach einem Neustart war mein Sync-System so wie es sein soll, inklusive Jailbreak, inklusive Modifikation. Also irgendwas hat da nicht funktioniert, habe es noch nicht rausgefunden, an was es gelegen hat, aber dennoch, das ist die Prozedur, falls ihr die durchführen wollt und euren Jailbreak weiterhin beibehalten wollt. Ja, das war's mal soweit zu dem aktuellen Sync-Update, ein kleiner Exkurs zum Jailbreak und welche Möglichkeiten wir haben bei der Aktualisierung. Wie immer, bleibt gesund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.